Daniela von Taiwan Foodie. Bald ist Dragonbootfest. Also das ist ein Festtag und zwar in Taiwan isst man oft Zongzi zum Dragonbootfest. Ich glaube, Zongzi kennt ihr auch wahrscheinlich nicht, ne? Naja, das ist eine sehr traditionelle Speise aus China, die bereits schon seit 500 Jahre vor Christus existiert. Sehr traditionell. Und zwar, das gibt es so viele unterschiedliche Varianten in China, wie man Zongzi zubereitet. Grundsätzlich ist das Klebreis mit unterschiedlichen Zutaten in Bambusblätter gefüllt und danach kochen. Ich komme aus Südtaiwan. In Südtaiwan kochen wir oft mit Bauchfleisch, getrocknete Meeresfrüchte, Pilze und dann mit Gewürze zusammen. Und dann kocht man Zongzi. Heute zeige ich euch, wie man Südtaiwan-Zongzi macht. Jetzt zeige ich euch erst, welche Zutaten benötigt ihr. Wir brauchen Klebreis, rohe Erdnüsse, über Nacht in Wasser eingeweicht, getrocknete Pilze und getrocknete Garnelen. Beide kann man in Asienladen bekommen, die auch in Wasser eingeweicht. Ich verwende hier Schweinebauchfleisch. Ihr könnt gerne auch Hühnerfleisch oder andere Teil vom Fleisch nehmen. Das ist alles egal. Hauptsache, die Größe müssen stimmen. Für die Füllung gewürzen wir auch. Zwar mit Wasser, Sojasauce, gebackene Schalotten oder gebackene Zwiebel geht auch. Salz, Brühpulver, Five Spice Pulver. Wir verwenden nachher ein bisschen Öl zum Anbraten. Und natürlich, was Wichtigste ist Bambusblätter. So bekommt man vom Asien-Supermarkt so getrocknete Bambusblätter. Das kann man noch nicht anfangen, weil es sehr steif ist. Man muss über Nacht im Wasser einweichen lassen. Und wie ihr hier seht, die sind dann viel besser zum Falten. Was man noch vorbereiten quasi hier ist halt, es gibt ja ein feste Stange oder festes Stück hier auf dem Bambusblatt. Hier muss man mit dem Schere abschneiden. Damit nachher im Zongzi, das will dann die Blätter nicht kaputt machen. Man braucht hier noch Baumwolle-Schnur zum nachher einzelne Zongzi festbinden. So, dann machen wir noch für Zongzi Soße und Topping. Wir brauchen Wasser, Sojasauce, Zucker, etwas Kartoffelmehl zum Eindicken für die Soße und Topping haben wir geröstet Erdnusspulver und Korianderblätter. Man kann im Supermarkt geröstet Erdnüsse zu Hause selber zerhacken, zerkleinern, dann kann man das verwenden. So, alle Zutaten sind gezeigt, jetzt fangen wir an zu kochen. Jetzt machen wir erstmal die Soße. Kartoffelmehl ins Wasser gut unterrühren. Dann braucht man so einen kleinen Topf. Ich mache erstmal Zucker und Sojasauce rein und dann Feuer. Nur sehr niedrige Hitze, ansonsten verbrennt man alles. Nur rühren, bis Zucker alle weg ist. Dann während Rühren mache ich Kartoffelmehl und Wasser rein. Bis die Soße leicht aufkocht und dick ist, dann kann man Hitze aus. Jetzt seht ihr, dass die Soße aufkocht. Das wird sowieso nach Abkühlen noch mehr dick. Deswegen, das ist schon okay so. Hitze aus. Jetzt sind die Soße fertig und wir legen einfach zur Seite, warte bis das abgekühlt ist. Jetzt fangen wir an zum Braten. Etwas Öl in kalte Pfanne. Ich brate erstmal Pilze. Mittlere Hitze, Pilze rein. Was wir hier machen, ist das Aroma von Pilze durch Anbraten auslassen. Ich habe vorhin beim Zutatenerklärung vergessen zu sagen, die Pilze legt man doch im Wasser eingeweicht, aber bevor man in die Pfanne reintun, soll man das Wasser alle rauspressen.
Jetzt kommt das Aroma raus, das ist schon fertig. Zunächst braten wir Garnelen. Auch wieder Öl etwas in der Pfanne, mittlere Hitze. Die riechen so gut, wenn man die anbrät. Wir brauchen alle Zutaten nicht durchbraten, durchkochen, weil danach Zongzi wird im Wasser bis gar gekocht. Hier brauchen wir nur Aroma. Das ist jetzt auch fertig. So, Pilze und Garnelen, die sind schon fertig. Jetzt machen wir Fleisch. Nur ein bisschen Öl. Sehr wenig, weil Bauchfleisch hat schon genug Fett von selber. Auch wieder mittlere Hitze. Jede Seite gut anbraten. Danach machen wir Gewürze und Soße rein. So, die sind alle Seiten gut angebraten. Jetzt Hitze aus. Jetzt lassen wir gebackene Schalotten rein. Auch mit anbraten. Gut. Jetzt mache ich Wasser und Sojasauce rein. Natürlich auch Gewürze. Hier Five Spice Pulver, Brühpulver und Salz. Und jetzt kann man die Hitze wieder mal anmachen. Auch wieder niedrige Hitze. Was ich hier mache, ist die Soße nur aufkochen lassen und dann ist fertig. So, die Sojasauce Fleischbrühe kocht. Jetzt können wir die Hitze aus und ich fische das Fleisch raus. Und ich möchte gerne die Fleischbrühe und den gerösteten Zwiebel getrennt ist. Dann mache ich einfach so ein Sieb und dann haben wir das getrennt. Sojasauce Fleischbrühe und geröstete Schalotte. So, nur noch ein Schritt, dann können wir endlich mal Zongzi machen. Hier haben wir im Wasser gewaschene Klebreis in eine Schüssel rein und über Nacht eingeweichte Erdnüsse auch rein. Und vorhin haben wir ja Sojasauce Fleischbrühe gekocht. Die Soße ist jetzt ausgesiebt. Wir mischen dann in den Reis und Erdnüsse Mischung hier rein. Nicht alle reingießen. Wir wollen nur etwas Geschmack für Reis reinbringen. Wenn ich jetzt hier sehe, die Farbe ist gut, dann ist ausreichend. So, dann hier ist unsere Füllung für Zongzi. Jetzt können wir endlich mal Zongzi anfangen zu formen. So, jetzt können wir anfangen Zongzi zu machen. Bevor wir anfangen, wir brauchen ja Baumwolle-Schnur erstmal irgendwo festhängen, damit wir Zongzi nachher gut binden können. Und hier habe ich so 3 Stück Baumwolle-Schnur. Ich mache die Hälfte, dann binde ich einen Knoten. Der Zweck ist nachher, wenn Zongzi alle hier unten hängen, ich kann besser im Wasser kochen, danach nur hier ziehen und dann aufhängen lassen, die Zongzi schön abtropfen lassen. Hier mache ich auch einen Knoten, dann können wir einzelne Zongzi hier festbinden. So, jetzt fangen wir an Zongzi zu machen. Nimm mal ein Bambusblatt. Hier, pass auf, es gibt eine glatte Seite und eine raue Seite. Wir nehmen die glatte Seite für die Füllung. Und jetzt nehmen wir 2 Blätter. Es gibt ja auch runde Seite und spitzige Seite vom Bambusblatt. Und wir nehmen so umgekehrt überlappen. So, quasi so. Und dann falte ich so. Hier ist ja eine kleine Taschen, kann man dann die Füllung reinmachen. Erst mache ich Reis rein, nur ein bisschen. Fleisch, Garnelen, geröstete Schalotten, ein Pilze festdrücken und dann wieder voll mit Reis alle Zutaten schön bedecken. Wenn das Gefühl ist, dann mit dem Finger etwas runterpressen und dann macht man so, hier zupacken. Hier muss man ein bisschen mit Finger drücken zur Seite. Klick. Die 2 Seiten muss schön mit dem Finger drücken.
Und dann mache ich so. Mache ich die Spitze runter. Und so ist ein Zongzi. Dann auf den Schnur binden. 1, 2. So ist ein Zongzi. Jetzt können wir Zongzi kochen. Ihr braucht einen Schnellkochtopf, auf jeden Fall, das ist sehr wichtig. Und wir haben schon Zongzi fertig gemacht und jetzt rein in den Schnellkochtopf. Dann gießt man Wasser rein in den Topf. Das ist noch nicht ausreichend, weil alle Zongzi müssen unterhalb von dem Wasser sein. Ansonsten, wenn da irgendwo eine Ecke rausguckt, dann wird nicht gar. Und Deckel zu, dann die Hitze an, hohe Hitze, kochen bis der Dampf austritt, Hitze reduzieren bis mittlere Hitze und dann weiterzählen 40 Minuten. Okay, jetzt ist die Zeit. Ich habe 40 Minuten lang die Zongzi im Schnellkochtopf kochen lassen, danach noch 40 Minuten lang im Topf ohne Hitze ziehen lassen. Jetzt können wir endlich mal aufmachen und gucken, wie die sind. Jetzt hole ich die Zongzi aus. So. Das ist, warum ich diese Knoten gebunden habe. Hier werde ich die Zongzi weiterlassen für vielleicht 15 Minuten lang, damit alle Flüssigkeiten schön abgetropft sind. Danach können wir den Zongzi aufmachen und servieren. So, nach der fleißigen Arbeit, jetzt endlich können wir Zongzi essen. Ich packe einen auf. So, dann machen wir Soße, was wir gemacht haben, drauf. Erdnusspulver, Korianderblätter. Dann ist fertig. Jetzt testen wir. Sehr lecker. Heute haben wir Zongzi gekocht. Das ist zwar viel Arbeit, aber das Ergebnis ist einfach unschlagbar. Probier mal! Danke fürs Zuschauen. Nicht vergessen Daumen hoch und meinen Kanal abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!